Damit herzlich willkommen im nächsten und letzten Weihnachtstutorial für dieses Jahr. Und heute zeige ich euch diesen wunderschönen Weihnachtssong und zwar alle Jahre wieder. Wir machen das wie folgt. Ich werde euch in diesem ersten Part die ganz einfache Version des Liedes zeigen und dann in Part 2 eine etwas fortgeschrittenere Variante, und zwar die Variante, die ich eben schon gespielt habe. Ich empfehle aber wirklich erstmal die einfache Variante zu lernen und dann im folgenden Video die fortgeschrittene. Ich würde wie immer mit der rechten Hand starten, dass ich euch erstmal zeige, was die rechte Hand spielt, und dann nehmen wir die linke Hand hier als Begleitung mit dazu. Wir spielen das Ganze in C-Dur. Also wir brauchen nur Töne der C-Dur-Tonleiter. Ich spiele mal diese einfache Version, die ich in diesem Video euch zeigen möchte, euch noch einmal komplett vor, und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Das ist es schon, ne? Das ist das ganze Stück. Ist die erste Strophe. Die zweite Strophe ist ja dann genau dieselbe Melodie, ne? Also das ist im Prinzip schon das, was wir hier lernen. Gar nicht so viel, klingt aber trotzdem natürlich sehr, sehr schön auf dem Klavier. Also, der erste Abschnitt. Ist dieser hier. Wir starten auf dem G. Am besten hier mit dem Ringfinger, weil wir brauchen hier oben den kleinen Finger. Dann hier hoch zum A. G, F, E, D. Ja, da können wir dann alle Finger hier so benutzen. Also wir legen es so hin, dass wir hier gar nicht groß uns bewegen müssen, sondern jeder Finger liegt auf einer Taste. Und dann dieser Rhythmus, ja. Das wäre dann schon der zweite Abschnitt. Also erst gehen wir hier runter. Und jetzt, ganz wichtig, ne, da ist schon die erste kleine Technik, erste kleine Bewegung drin. Wenn wir hier mit dem Daumen auf dem D sind, zack, bewegt sich der Zeigefinger auf das C hier. Also so würde ich es persönlich mit der Fingerhaltung hier machen, ne? Ihr könnt das natürlich auch anders machen, aber so finde ich es am besten. Nochmal, das ist der zweite Abschnitt, also C. Jetzt gehen wir hoch, D, E, F, E, D. Also immer hoch, wieder runter, ne? Das war der zweite Abschnitt. Jetzt kann man erstmal, bevor man weitergeht, beide Abschnitte zusammen nochmal üben, ja. Hier Wechsel, ne? Also auch diese Abschnitte untereinander üben, ne? Diese Übergänge. Dann kommt der dritte Abschnitt. Jetzt wieder, wir bewegen uns hier mit dem Daumen auf das E und dann erstmal bis hierhin. Gehen wir hier hoch zum C, also, ne? Der Daumen muss hier, damit wir hier nämlich schön weit nach oben können, damit wir hier nicht uns verhaspeln, hier nicht springen müssen. Also in dem Moment, wir haben ja auch hier eine kleine Pause in der Melodie, das heißt, wir können ganz entspannt, wenn wir hier auf dem D sind, den Daumen hier schon mal vorbereiten auf das E und dann E, G, A, G, C. Ja? Und das natürlich ein bisschen langsamer, ne? Und in diesem Rhythmus. Und dann, wenn ihr das soweit könnt, also wirklich erst, wenn ihr das soweit hinkriegt, zum nächsten Abschnitt übergehen, geht's weiter. Ja, dann gehen wir hier runter. Und dann wieder mit dem Daumen, ganz wichtig. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Hier auf das G und dann ist das hier der letzte Abschnitt. Also nochmal.
Also wir sind mit dem kleinen Finger hier oben auf dem C, dann haben wir eine ganz kurze Pause in der Melodie und dann gehen wir auch wirklich langsam hier runter. H, A und jetzt mit dem Daumen auf das G. Ja, bis dahin erstmal. Und dann jetzt etwas schneller im Rhythmus. Ja, schlagen wir also hier diese Melodie an. Und warum nehme ich den Daumen hier? Nämlich, weil wir hier dann die beiden Finger, den Mittelfinger und den Zeigefinger nehmen können. F, E, F. Jetzt können wir den Ringfinger hier nehmen und mit dem Zeigefinger auf das E. Und warum diese spezielle Fingerhaltung, diese Technik? Weil jetzt geht die nächste Strophe los und jetzt können wir genauso anfangen wie schon am ersten Abschnitt. Ne? Jetzt geht es ja einfach wieder von vorne los. Ja, ne? Also deswegen, dann sind wir also in der Fingerhaltung genau wieder am Anfang und können die nächste Strophe wieder genauso spielen. Das ist also der Hintergrund dieser speziellen Fingerhaltung, wie ich sie jetzt hier mache. Aber jetzt nochmal der ganze Abschnitt, also hier oben auf dem C ist der kleine Finger und dann gehen wir hier runter mit dem Daumen auf das G, F, E, F, G, E. Ne? G, F, E, F, G, E. Auch da kann man wieder diese Abschnitte zusammen üben. Ne? Wir waren ja hier. Bis dahin. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich spiele nochmal die komplette Strophe hier auf der rechten Hand. Hier der Wechsel. Dann wieder der Wechsel. Hier hoch und dann wieder mit dem Daumen auf das G. Und das ist alles, was die rechte Hand hier spielt. Und dann geht die nächste Strophe wieder weiter. Ne? Kann man auch schneller spielen. Jetzt habe ich gerade, ja, natürlich hier auf dem E enden, nicht auf dem F. Also erstmal langsam natürlich üben, die einzelnen Abschnitte und dann auch schneller werden gerne. Und das ist erstmal das, was die rechte Hand hier spielt. Jetzt nehmen wir die linke Hand in dieser einfachen Version wie folgt hinzu. Und zwar, weil es jetzt nicht so kompliziert ist, nehme ich jetzt gleich mal beide Hände auch zusammen. Wir spielen im ersten Abschnitt eigentlich einfach nur das C und das G. Und zwar wie folgt. Also, wir spielen G und C zusammen. Ich zeige es jetzt mal. Also C und G spielen zusammen. Rechte Hand alleine und dann, wenn hier auf das F mit der rechten Hand das F gespielt wird, dann spielt die linke Hand das G und dann C, G auf der linken Hand. C, G, C, G. Mehr ist es nicht im ersten Abschnitt. Nochmal. Zusammen, rechte Hand alleine, zusammen, zusammen, zusammen. Dann geht's weiter. Der nächste Abschnitt. Bis dahin erstmal. Auch wieder, wir spielen hier das C und hier das C gleichzeitig. Rechte Hand alleine, wenn wir hier das F anschlagen, spielen wir auch hier das F. Logischerweise F und F gleichzeitig. Dann E und C gleichzeitig. Und G und D. Nochmal. Zusammen, alleine, alleine, rechte Hand, zusammen, zusammen, zusammen. Dann geht's weiter. Wie folgt. Bis dahin erstmal. Ja, rechte Hand, wie gesagt, darauf achten hier mit dem Daumen. Und dann spielen wir E und C gleichzeitig. Alleine die rechte Hand und jetzt immer im Wechsel C und F auf der linken Hand, also jetzt das A und das F gleichzeitig. C und G und F und C. Also im Prinzip nur hier das G wird alleine gespielt auf der rechten Hand und die anderen Töne werden mit der linken Hand zusammengespielt und wir spielen hier C, F, C, F.
Also nochmal. Ja, das ist es schon. Und dann geht's weiter. Hier spielt die rechte Hand alleine, das spielt die linke Hand nicht mit. Aber jetzt, wenn wir hier das G anschlagen, spielt wieder das C mit auf der linken Hand und dann G und F, rechte Hand alleine und E und C. Das nochmal. Alleine, alleine, rechte Hand, C, alleine, alleine, G, alleine, C. Also der letzte Abschnitt ist einfach wieder C, G, C auf der linken Hand. Das erstmal soweit üben, vor allem die einzelnen Unterabschnitte üben. Du musst jetzt nicht in der Geschwindigkeit das gleich so spielen können wie ich, sondern ja, einfach pausieren, nochmal zurückgehen, die einzelnen Abschnitte hier Schritt für Schritt üben. Also ich spiele sie nochmal komplett vor. Und dann geht es wieder von vorne los. Und so weiter und so fort. Ja, das ist schon dieser Song hier in der einfachsten Version. Ja, ich denke, das reicht doch erstmal für dieses Video. Also das ist die einfache Version. Geht das einfach Stück für Stück durch. Erst rechte Hand, dann linke Hand, dann beide zusammen. Guckt euch die einzelnen Unterabschnitte an, übt die und dann, denke ich, ist das gar kein Problem, dieses Stück zu lernen. Und im Part 2 zeige ich euch dann, wie man das Ganze noch ein bisschen größer spielen kann, ja. Dass wir also hier in der linken Hand noch ein paar mehr Töne spielen und in der rechten Hand das Ganze auch in richtigen Akkorden spielen. Ne? Das werde ich euch jetzt im zweiten Part dann noch zeigen.